Herzlich willkommen, liebe Fahrgäste, zur Jungfernfahrt von Zug 3677, dem roten Güterzug aus dem Jahr 2011. Ich bin noch von meiner letzten Fahrt mit einer etwas historischeren Dampflok rußig im Gesicht, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mit euch heute diesen glorreichen Zug hier anzusehen und ein bisschen damit zu spielen. Es ist ein Zug mit wie vielen Teilen? 831. Wie gesagt, aus dem Jahr 2011, eine ganz fantastische Zeit. Und nur damit ihr euch das kurz vorstellen könnt, wir hatten ja zu dieser Zeit, ich glaube im Jahr 2010, sind die beiden anderen Lego-Züge mit der Power Functions Reihe herausgekommen. Ich glaube 7937 und 7938. Also da hatten wir auch einen Güterzug und einen Passagierzug. Und dann nur ein Jahr später ist dieses fabelhafte Gerät hier rausgekommen. Und ich glaube, ihr kennt es uns beide an. Es ist der glücklichste Tag in unserem Leben. Also womit kann man bitte mehr Spaß haben als mit Eisenbahnen? Und noch spaßiger sind Lego-Eisenbahnen, noch dazu, wenn es gute sind. Und jetzt haben wir dieses glorreiche Stück hier vor uns. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Mr. Mero, der uns im Stream... Ich wollte gerade sagen. Wenn ihr mit dabei wart beim Stream vom, ich glaube, dem 18. März. Sowas, ja. Das Building Bricks for Happiness bei dem Stream. Danke an dieser Stelle. Wurde Christoph darauf aufmerksam gemacht, dass ihm dieser Zug noch fehlt. Und ja, es führte kein Weg daran vorbei. Jetzt haben wir auch diesen Ein paar Zug. Tage später war dann mein Geburtstag, was sich besonders gut angeboten hatte, denn es gab jemanden auf dieser Welt, dieser Mensch wird es wahrscheinlich sein Leben lang bereuen, aber es gab eine Person auf dieser Welt, die sich ernsthaft von diesem wunderbaren Prachtstück trennen wollte. Und da kann man natürlich nicht zweimal überlegen, da haben wir sofort zugeschlagen und haben jetzt diesen Zug hier vor uns. Wunderbar. Bevor wir jetzt zu sehr ins Schwärmen geraten, werfen wir vielleicht der Reihe nach mal einen Blick auf das Set, was uns hier vor uns liegt, möchte ich mal sagen. Ich würde wieder sagen, wir starten mit den Figuren. Bitte sehr. Die ja glorreich sind. Na, glorreich, natürlich. Es wollte ich, genau das Wort habe ich gesucht. Es sind hier 4 Bahnmitarbeiter am Start, die sich alle eigentlich nur, ich glaube, in den Gesichtern unterscheiden. Ja, oder? Ich glaube sonst auch nicht wirklich. Hose und Overall sind alles die gleichen. Deswegen wunderbar, also die Abwechslung ist gegeben. Aber man braucht hier bei so einem tollen Set eigentlich auch nicht so viele verschiedene Züge und ich finde, Zugmitarbeiter. Und ich finde, eigentlich hat Lego hier sehr sich am Original in der Realität orientiert, denn was sieht man denn auf einem Rangierbahnhof, in einem Lokschuppen oder auf solchen Güterzügen? Man sieht Eisenbahnmitarbeiter, die mit ihren roten Helmen und den Overalls herumspazieren und mit den Zügen fahren. Übrigens, kann ich gar nichts dagegen ich glaube, sagen. dieses Zugset hat mal 140 € gekostet. Mit dabei ist natürlich die mittlerweile schon in die Jahre gekommene Power Functions Fernbedienung. Ja. Wir haben bei der Lok hier den Batteriekasten, wir zeigen es euch gleich in Rot. Ich glaube, der ist exklusiv nur in diesem Set erhältlich gewesen, in Rot. Ich habe das nämlich auch schon mit Batteriekästen in Grau gesehen. Ganz genau, davon spreche ich. Deswegen ist auch diese Lok sowas wie der heilige Gral unter den Power Functions Lokomotiven. Hier hinten der Infrarotsensor, wie wir ihn kennen. Und mit dabei bei diesem Set waren auch, wir haben jetzt hier nur einen kleinen Kreis aufgebaut, da unser Tisch nicht größer ist. Ihr könnt aber diese wunderbare Zuganlage sicher demnächst bei uns in der Lego Stadt fahren sehen. Mit dabei sind 16 Kurven, 8 Geraden, das müsst ihr euch mal vorstellen. Bei einem Set waren einmal vom Start an 8 Geraden mit dabei. Und dann noch dazu eine ganze Packung, ich glaube, das sind 16 Stück von diesen Flex-Tracks, die sich ja auch sehr gut eignen, wenn man eine etwas größere Anlage hat, wo sich dann dort und da vielleicht das Ganze nicht mehr so ausgeht, wie ihr euch das vorstellt. Also wir haben hier jetzt so einen Kreis, so ein Oval, wo sogar schon gerade eingebaut sind und wir haben noch eine ganze Handvoll Gleise zum Verbauen und zum Spaß haben.
Ein Wahnsinn. Schauen wir uns mal den Zug etwas genauer im Detail an, denn ihr seid sicher schon genauso nervös wie wir beide. Zuerst mal, wir fahren noch eine kleine Runde, denn was tut ein Zug oder was kann er am besten? Er kann fahren, natürlich. Also Eben. es geht nach vorne und es geht auch nimmt die rückwärts. gleiche Station Und es mit. geht auch, ich hoffe, ihr könnt euch uns jetzt dann noch hören, es geht auch relativ zügig vorwärts und rückwärts. Mach doch mal. Wir probieren mal hier, hoffentlich fällt er uns jetzt nicht vom Tisch. Ich glaube, das ist Vollgas. Wir melden uns gleich wieder. Ja, ist voll geworden. 2 hours later. Mitgemacht, damit nicht das Gleiche wieder passiert. Wir sind wieder zurück. Und es ist alles in Ordnung. Aber ab jetzt wird etwas langsamer gefahren, denn ich glaube, unser Schaffner hat irgendwo ein kleines Signal übersehen. Oder funktioniert etwas mit dieser wunderbaren Lok nicht. Ganz egal, wir werden sie euch jetzt mal im Detail zeigen. Und ich meine, sind wir uns ehrlich, ist das nicht eines der schönsten Kreationen, die die Welt jemals gesehen hat? Wunderbar. Und was interessant ist, wir wohnen ja eigentlich, vielleicht wisst ihr das schon, in der Nähe vom Bahnhof. Und wenn wir vom Balkon aus hinuntersehen, dann sehen wir Züge. Ah, Und es gibt sogar Zeiten, da fahren so ähnliche Züge bei uns direkt ja, vor der Wohnung vorbei. die extrem Und laut sind. jetzt können wir die auch nachspielen. Also wie gesagt, ich glaube, diese rotfarbene Batteriebox ist hier was Besonderes. Hier auch ganz cool mit diesen Türen. Ich glaube, hier kann man den Motorraum öffnen, das ist aber nur angedeutet. Und hier das Innenleben ist ganz klassisch, wenn ihr die Lego-Züge aus dieser Zeit kennt. Hier mit dem Schaltpanel und einem Sitz. Relativ schwer, relativ massiv, ganz so wie es sein soll. Eine wunderbar tolle Lokomotive. Jetzt kommen Außerordentlich. wir dann als nächstes, ich glaube, zu deinem Lieblingswaggon. Und zwar ist das ein Containerwaggon. Hier ganz klassisch in Weiß und Grün Meinst du, weil man den aufmachen kann? mit grauen Türen. Ich hoffe, er ist noch nicht ganz zusammengebaut. Der wurde nämlich etwas schwerwiegender beschädigt bei unserem kleinen Unfall. Und man kann hier sogar die Türen öffnen und das Ganze sogar auf beiden Seiten. Nein. Und hier drinnen verbirgt sich sogar Fracht. Ich glaube, beim Stream hat sich irgendjemand lustig gemacht darüber, was das sein soll, ob das denn dieser Virus ist, der uns momentan alle ein bisschen beschäftigt. Und ja, ich glaube auch, sieht so aus. er sieht so aus und dieser ganze Containerwagen ist jetzt bei unserem Unfall entgleist und diese Behältnisse, wo der Virus, Jetzt sind wir das schon. Virus gelagert wird, ist leider in die Umwelt gelangt und kann sich jetzt verbreiten. Also man darf nicht darüber Witze machen, aber ein bisschen Spaß muss doch auch ab und zu mal sein, oder nicht? Wie gesagt, ein ganz klassischer Waggon. Hier hätte man sogar noch Platz für eine zweite Palette mit diesem grünen Zeugs hier. Also man kann alles transportieren. man kann hier viel transportieren und man sieht sogar hier dein Gesicht. Also man kann die Türen auf beiden Seiten auf und zu machen. Und also ich finde, das Einzige, was bei diesem Set mir abgeht, wäre ein Gabelstapler, dass man hier hinfahren kann und dann noch den Waggon ent- und beladen. Aber man kann ja nicht alles haben. Es geht weiter mit einem dieser tollen Schüttwaggons in einem klassischen Braun. Der ist etwas kürzer als der andere. Nein, er ist genauso lang, Entschuldigung. Sieht auf jeden Fall etwas kleiner und kompakter aus. Und wir haben hier so ein kleines Drehrad, wo wir drehen können und hier diese Fracht entladen. Und das soll man eigentlich nicht einfach so machen, sondern es ist hier auch mit dabei so eine kleine Beladeanlage, die man hier so an
die Gleise stecken kann. Das ist eine und gute Idee. wenn zum Beispiel der Zug hier stehen bleibt, dann kann man hier jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diesen Schüttwaggon entladen und jetzt sind alle dieser kleinen Röhrchen hier hineingefallen. Sehr gut. Das Ganze kann man natürlich auch in die umgekehrte Richtung machen. Dazu bietet sich dieser tolle Turm an. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und zwar kann man diese kleinen Röhrchen hier oben einfüllen, in dieses Silo oder was auch immer das sein soll. Und dann ist hier so ein Drehmechanismus, der ein Förderband antreibt. Genau, wir halten das mal für euch professionell in die Kamera. Und nach etwas Drehen und Drehen und Drehen fallen dann diese kleinen Röhrchen wieder in den Waggon hinein. Das war's. Ja, die anderen sind leider auf den Boden gefallen, die werden wir dann nachher wieder suchen. So viel dazu. Und jetzt kommen wir dann noch zu meinem Lieblingswaggon. Und zwar ist das so ein, keine Ahnung, ich glaube im Englischen würde man so etwas einen Flatbed-Waggon nennen. Und zwar, weil er eine ziemlich tief liegende Ladefläche hat, wo man hier dieses tolle Straßen- und Schienenfahrzeug aufladen kann, welches wir euch gleich zeigen werden. Und auf diesem Waggon kann man aber nicht nur dieses Schienenfahrzeug beladen, sondern der hat auch hier so ein kleines Kabäuschen, so eine kleine Kombüse, wo man einen dieser Eisenbahnmitarbeiter hineinsetzen kann. Der ist fast doppelt so lang wie die anderen. Der ist Kann jetzt das auf sein? jeden Fall länger, ja. Das ist alles eine Platte. Also, Moment, ich will eigentlich schnell diesen Typen hier reinsetzen. Er will nicht. Mit den doch etwas größeren Händen ist das gar nicht so leicht, ihn durch diese kleine Falltür durchzubringen. Aber Also zeig wenn uns wir mal. im Vergleich uns das mal ansehen, ist das wirklich fast Also das ist fast schon doppelt so was fast. ganz was Anständiges, Ja. würde ich mal sagen. Ja. Also hier haben wir so eine coole Kommandozentrale, von der aus man auch, ich glaube, wenn man seinen Sessel, den Sessel von dem Typen hier dreht, der hat doch auf der anderen Seite so Scheinwerfer, damit er was sieht, dann kann man hier diesen Kran bedienen und auf diesem Kran hängt, wer hätte es gedacht, die zweite Palette, die man zum Beispiel auch in diesen grünen Containerwagen hineingeben kann. Hier sind aber, ich lasse sie jetzt gleich so cool an diesem Haken baumeln, hier sind aber andere Dinge aufgeladen. Ich Kisten. glaube, das sind irgendwelche Kisten und Schmieröl. Ah, Oder was hast ich du dachte geglaubt? eher an große, was sind diese, wo man das Ketchup Ah, die so, Mayonnaise oder raus- große Ketchup-Spender, das kann natürlich auch sein. Naja, wer weiß. Das ist hier und das kann man natürlich auch mit diesem Haken hier so toll aufhängen und auch transportieren. Also ganz eine tolle Sache. Ja. Dann kommen wir noch zum Schluss zu diesem Straßen- und Schienenfahrzeug. Ihr kennt das vielleicht, das war schon mal in der 9-Volt-Ära, hat sowas schon mal gegeben. Hast du sicher auch mal aufgebaut und tausende Stunden Spaß damit gehabt. Und zwar ist hier hinten auf der Ladefläche, hier kann man natürlich auch was anderes aufladen. Ich glaube, hier würde sogar eine dieser Paletten drauf passen. Eine Kiste, hier hinten hat der gute Mann auch noch Besen. Werkzeug. Wir haben Türen, die wir auf und zu machen können, einen Besen. Und das Killer-Feature dieses Fahrzeugs ist, dass es nicht nur auf der Straße fahren kann, sondern man kann hier so kleine Räder herausklappen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man dieses Fahrzeug auch auf der Schiene fortbewegen. Und das ist also so etwas wie ein Reparaturwagen, wenn irgendwo Probleme sind, so wie zum Beispiel vorher haben wir schon dieses Fahrzeug gebraucht, denn wir haben ja mit der Entgleisung mehrerer Waggons zu tun gehabt, da der Lokführer leider ein Signal übersehen hat. Und da kann man also dieses Fahrzeug hier auch prima auf den Gleisen bewegen. Und wenn man es nicht braucht, wenn alles in Ordnung ist, so wie jetzt, dann schnappt man sich einfach wieder diesen Flatbed-Truck, stellt das Fahrzeug drauf und es ist wieder alles im gewohnten Wunderbar. Zustand. Wo ist die Fernbedienung? Ich möchte jetzt gerne noch eine Runde drehen. Ups. Er kann natürlich auch rückwärts fahren, das ist ganz klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese alte... Eigentlich bin ich ja ein Verfechter und Freund der alten 9-Volt-Züge. Entschuldigung, ich musste hier schnell den Zug wieder in die Bahn hineingeben.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Power Functions Geschichte gefällt mir auch sehr gut. Vor allen Dingen kann man ja 2 Züge mit einer Fernbedienung gleichzeitig steuern und wenn man die Kanäle wechselt, glaube ich, es sind dann insgesamt sogar 8, wenn man sie richtig programmiert hat. Also diese Fernbedienung kann wirklich eine Menge und damit lässt sich der Zug schon besser steuern als mit diesem neu modernen Smartphone-Zeugs. Was ist deine finale Einschätzung oder muss ich dich überhaupt noch fragen? Ich glaube, du bist momentan starr vor Begeisterung und weißt gar nicht, was du großartig zu diesem Meisterwerk sagen sollst. Nein, also es gibt andere Züge, die mich mehr interessieren, das weißt du. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Disney-Zug oder ein Hogwarts Express. Aber... Kennt sich nicht aus. Ich finde... Zugbanausen. Aber ich finde das, was man mit diesem Set machen kann, extrem cool. Das kann man halt mit den anderen Zügen jetzt nicht machen. Und speziell auch mit diesen Features, was man da alles eben anstellen kann oder mit diesem Auto, das ist schon echt cool. Kann ich nichts dagegen sagen. Also, plus der Crash war super. Von der Spielbarkeit und dem Ganzen ist es natürlich das Nonplusultra. Also womit kann man wirklich mehr Spaß haben als mit so einem Zug? Mit gar nichts, würde ich sagen. Und aus diesem Grund werden wir gar nicht mehr viel über das heutige Abendprogramm diskutieren müssen. Denn es ist ganz klar, dass wir den Zug jetzt noch die ein oder andere Runde drehen lassen. Und wir hoffen, ihr habt auch so viel Spaß mit Zügen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer liebster Lego-Zug ist. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich auch interessieren. Und vielleicht sehen wir uns... wir lassen unsere Zuschauer entscheiden und lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Kommentaren hier beeinflussen. Vielleicht sehen wir uns ja bald schon wieder bei einem neuen Lego-Zug-Video. Bis dahin, ja, schaut, dass eure Züge immer pünktlich ankommen und wir sehen uns demnächst. Ja, baut was Schönes und bis bald. Tschüss. Tschüss.